Willkommen auf dem OKM-Kanal. Ich bin Frederik und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr mit dem leistungsstarken OKM EXP 5500 Professional ein 3D-Bodenscan im Zickzack-Modus durchführt. Diese Scan-Methode eignet sich perfekt für flaches Gelände und ist ideal für erfahrene Nutzer, die effizient arbeiten wollen. Bevor du loslegst, stelle sicher, dass die Kontrolleinheit vollständig geladen ist. Bring dann die Sondenmodule paarweise an die Supersonde an. Je nach Wunsch entweder 2 auf einer Seite oder alle 4. Montiere die Supersonde am Pentasense-Gestänge. Achte darauf, dass der Pfeil auf der Sonde in die Richtung zeigt, in die du messen möchtest. Danach steckst du das Sondenkabel an die Kontrolleinheit. Jetzt schaltest du die Kontrolleinheit ein. Navigiere im Hauptmenü zum Menüpunkt 3D Ground Scan. Für dieses Tutorial wählen wir Scan-Modus Zickzack, Impulsmodus automatisch, Ton- und LED-Orbit an. Jetzt geht's los mit der Messung. Im Zickzack-Modus scannst du alle Messbahnen im Wechsel, vorwärts und rückwärts. Wichtig, die Messbahnen müssen immer parallel bleiben und die Sonde muss in jeder Messbahn exakt gleich ausgerichtet sein, also nicht drehen oder kippen. Starte unten rechts im Messfeld. Drücke auf den Startknopf und beginne mit der Messung. Am Ende des Messfeldes drücke den Knopf, um die erste Messbahn zu beenden. Für die Messbahn zurück gibt es 2 Varianten. Ich zeige dir jetzt die erste. Dreh dich um und greife das Gestänge mit der anderen Hand, sodass die Sonde weiter in die gleiche Richtung zeigt. Laufe in gleicher Geschwindigkeit wieder zurück. Dreh dich wieder um, greif das Gestänge mit der anderen Hand und gehe einen Schritt nach links. Richte die Sonde wieder am Startpunkt aus. Laufe die Messbahn gleichmäßig und parallel zu den ersten beiden Bahnen. Jetzt geht es wieder zurück. Ich zeige dir nochmal die erste Variante. Wieder umdrehen und die Sonde ausrichten. Laufe möglichst in der gleichen Geschwindigkeit und parallel zu den anderen Messbahnen. Dreh dich wieder um, greif das Gestänge mit der anderen Hand, richte die Sonde wieder am Startpunkt aus. Achte darauf, dass du die Sonde gerade und in gleichem Abstand über dem Boden hältst. Nun zeige ich dir Variante 2. Hierfür richtest du die Sonde aus und läufst rückwärts. Laufe möglichst in der gleichen Geschwindigkeit und parallel zu den anderen Messbahnen. Wenn die Messung abgeschlossen ist, tippst du auf das Speichersymbol. Gib die Feldlänge und Breite ein und speichere die Datei. Dein Scan erscheint im Datei-Explorer. Du kannst ihn in 2D oder 3D ansehen, abspielen oder zur Auswertung mit Visualizer 3D Studio auf deinem Windows-Rechner übertragen. Nach jeder Anwendung solltest du die Kontrolleinheit und die Sonde vorsichtig reinigen und sicher im Transportkoffer verstauen. Vergiss nicht, den Akku regelmäßig zu laden. So führst du einen 3D-Bodenscan im Zickzack-Modus mit dem OKM EXP 5500 Professional durch. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere den Kanal und gib uns einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg beim Scannen!